Im Song Medizin beschäftigt sich Sido mit der jahrelangen Betäubung und Verdrängung seiner Gefühle, unter anderem durch Alkohol. Zwischen Selbstzerstörung und Selbstaufgabe. Paul Würdig rappt sich seinen Drogenballast von der Seele. Ich gehe den Flaschen auf den Grund, doch ich finde keinen Punkt. Das ist bestimmt nicht so gesund. Na und? Das bringt mich um. Alkohol ist zwar legal und in der Gesellschaft oft akzeptiert, dabei kann die Droge schnell abhängig machen. Ein Rausch tritt schon nach wenigen Mengen Alkohol ein. Viele bemerken dabei gar nicht, dass sie bereits süchtig sind. Aktuell ist der sogenannte Dry January, in dem sich Menschen in Alkoholabstinenz üben. Wir haben uns umgehört, was Menschen in Frankfurt darüber denken. Ich habe mich letztens erst damit befasst, weil ich kam bei YouTube auf so ein Video, wo es genau darum ging, dass Alkohol einfach so eine Riesenpräsenz hat. Man kann gerne darauf verzichten. Dry January, ne? Also ist so das Stichwort. Ich glaube, dass ganz viele machen jetzt irgendwie den Januar einfach mal aussetzen. Ich trinke ab und zu, aber ich mache genau das. Der ganze Januar ist ohne Alkohol. Ein bisschen Alkohol tut nicht weh, also nur ein bisschen, aber man muss die Limits wissen. Ich bin Muslimin, deswegen verzichten wir so oder so auf Alkohol. Jeder einzelne Tag Verzicht zählt, erklärt Internist Christoph Sarrazin. Wer regelmäßig Alkohol trinkt, wird bereits nach kurzer Zeit Abstinenz positive Auswirkungen spüren. Man merkt das an vielen Enden, das ist ganz interessant. Es ist nicht nur dieser Langzeiteffekt, dass man weniger Krebs kriegt, dass man vielleicht keine Leberzirrhose kriegt. Das ist ja so das Erste, was einem in den Kopf kommt. Aber es sind auch viele kleine Dinge. Das Immunsystem profitiert, man wird besser in der Konzentration. Ich habe Patienten, die immer so ein ganz leichtes Zittern haben und sich auch nicht bei handwerklichen Dingen nicht so geschickt anstellen und sagen mir, das ist auf einmal alles weg. Eine körperliche Fitness kommt zurück, die Bewegungsfähigkeit wird besser. Und da reichen durchaus auch schon 4 Wochen aus, um das zu merken. Deutschland ist europäischer Spitzenreiter, was die Ausgaben für Alkohol betrifft. Und das, obwohl die Kosten für Bier, Wein und Co. im EU-Vergleich sogar noch niedrig sind. Corona hatte da keine Veränderung gezeigt. Wir dachten erst, dass es zurückgeht, aber das liegt natürlich im Wesentlichen daran, dass die Gaststätten geschlossen waren und man da nicht mehr trinken konnte. Dann kam aber raus, dass ziemlich in gleicher Höhe Privatalkohol im Geschäft gekauft wurde und dann halt zu Hause getrunken wurde, sodass es insgesamt sich wahrscheinlich so die Waage gehalten hat und dass wir jetzt einen deutlich verstärkten oder verminderten Alkoholkonsum gehabt hätten durch Corona, kann man abschließend jetzt nach 3 Jahren Pandemie doch nicht mehr so richtig nachweisen. Also wahrscheinlich haben die Angewohnheiten sich nur verlagert. In einer Abstinenzstudie zeigt sich, bereits nach 31 Tagen ohne Alkohol hatten Teilnehmende nicht nur eine bessere Kontrolle über ihr Trinkverhalten, sondern auch mehr Energie, einen besseren Schlaf, niedrigeren Blutdruck, höhere Konzentrationsfähigkeit und sie hatten Gewicht verloren. Sogar schwere alkoholbedingte Leberschäden können durch kompletten Verzicht geheilt werden. Wer einmal in den Strudel der Sucht geraten ist, kann sich allerdings nur schwer dauerhaft daraus befreien. Unser Gehirn speichert das super ab. Da reagiert das Belohnungssystem mit Dopamin und ähnlichen Geschichten. Und das ist in einem relativ alten Gehirnteil bei uns abgespeichert. Und wenn wir da mit der Ratio dagegenhalten wollen, dann müssen wir unser Frontalhirn bemühen. Und das ist viel schwieriger, weil bestimmt werden wir eher von den Emotionen, wo das dann auch abgespeichert ist. Besonders prekär sind die Folgen von Alkoholmissbrauch auf die Körper junger Menschen. In den vergangenen Jahren ist der Konsum aber grundsätzlich eher rückläufig. Auch lagen früher oft 10 Jahre zwischen Beginn des Alkoholproblems, bis Betroffene zur Suchtberatung gegangen sind. Mehr Zeit zu Hause, zum Beispiel durchs Homeoffice und damit familiäre Kontrolle, zeigen eine Änderung. Es kommen jüngere Menschen und sie kommen in einem früheren Stadium der Alkoholkonsumstörung. Was wir sehr gut finden, weil je früher jemand kommt, wenn er ein Problem hat, desto eher können wir da intervenieren und desto eher hat man auch gute Chancen, dass es noch gut ausgeht. Seit vergangenem Jahr bietet die evangelische Suchtberatung in Frankfurt für je 30 Personen ein ganz neues Angebot: das kontrollierte Trinken. Es ist für die Menschen geeignet, die bei der Alkoholkonsumstörung im leichten bis mittleren Schweregrad sind. Nicht die einen schweren Schweregrad haben, wo man früher gesagt hat, das ist eine Alkoholabhängigkeit, eine schwere Alkoholabhängigkeit. Die dann probieren, ihre Grenzen eben einzuhalten in einem Bereich, wo sie sich selber
nicht schädigen und auch andere nicht schädigen. Und auch dann, Schädigung wäre natürlich auch in die Abhängigkeit zu rutschen, dass es genau nicht passiert. Die Empfindlichkeit gegenüber Alkohol ist von Mensch zu Mensch verschieden. Ein absolut sicherer Grenzwert, der für wirklich alle gilt, kann nicht angegeben werden. Solange die Droge Alkohol legal ist, muss jede Person für sich selbst abwägen, welche Rolle dieses Genussmittel im Leben einnehmen darf, damit niemand darunter leidet.